Hallo liebe Fans, hier spricht Julian Nagelsmann. Gerade die erste Trainingseinheit, nach vielen Themen vorher endlich auf dem Platz gestanden. Das, was mir am liebsten ist. Und stehe ich jetzt zur Verfügung für einige interessante Fragen. Ich versuche auch interessant zu antworten. Und schreibt sie bitte gerne in den Chat. Ich lese sie vor und versuche nach bestem Wissen und Gewissen alles zu beantworten. Hi. Bis jetzt begrüßt ihr mich nur. Dürft gerne Fragen stellen. Wenn jetzt noch keine Frage reinkommt, dann nehme ich mal die schon gestern reingekommen sind. Ein User von Twitter fragt, was erhoffst du dir aus deiner ersten Saison beim FC Bayern? Ja, das Maximale, den maximalen Erfolg im Pokal, maximalen Erfolg in der Champions League, natürlich auch in der Bundesliga. Wir versuchen alle den 10. Meistertitel in Serie zu ergattern und natürlich dann auch meinen ersten Meistertitel zu ergattern. Da wären wir am Ende der Saison sehr glücklich drüber und dafür haben wir heute begonnen mit der Arbeit. Wie war das erste Training so, sehe ich gerade. Ja, ich war ganz zufrieden. Es ist nicht so einfach nach dem Urlaub, dass die Jungs alle gut reinkommen. Ich habe auch gleich ein paar Spielformen gemacht, die jetzt vielleicht nicht von der Stange waren, sondern ein paar Provokationsregeln. Es ist nie so ganz einfach reinzukommen. Dazu fehlen auch noch einige Spieler. Sprich, es waren viele Spieler vom Campus, die auch erstmal natürlich ein bisschen nervös sind, wenn sie dann wieder bei den Profis trainieren. Von dem her war das angemessen an dem, dass die erste Einheit war ich zufrieden. Mir ist an mir, ja, richtig. Servus, Lennart. Lenny Albert 22, hallo. Dann will ich nochmal eine weitere Frage von hier. Hast du es verkraftet, bei der EM kurz vor dem Tor gescheitert zu sein? Das war, glaube ich, an Thomas Müller. Ich habe die EM nicht gespielt, aber ich frage ihn mal. Was halten Sie von Red Bull? Von dem Getränk an sich oder? Vermisst du Globus Döner aus Leipzig? Da war ich tatsächlich noch gar nie. Muss ich dann doch nochmal zurück und mir Globus Döner mal kaufen. Ich nehme noch eine Frage von hier. 2 kurze, Hefeweizen oder Pilz. Bin ich eher beim Hefeweizen tatsächlich, auch wenn es etwas füllt, aber dann kann man auch auf eine Mahlzeit verzichten. Pineapple und Pizza, definitiv bin ich ein Typ dafür, der gerne mal Pizza Hawaii heißt es dann, glaube ich, tatsächlich isst. Was ist dein Lieblingsessen? Ich habe tatsächlich gerade mit dem Alfons Schubeck schon gesprochen, ob er mir mal einen sehr guten Hackbraten machen würde, weil das esse ich sehr gern. Das ist vielleicht nicht Sterneküche, das ist mir bewusst, aber Hackbraten ist schon was ich unglaublich gern esse. Auch wenn es nicht Sterneküche ist. Ich nehme noch mal eine, da kommen viele Flaggen rein. Hallo. Kann ich gar nicht lesen, ehrlich gesagt, sehr klein. Wie isst du deine Weißwurst? Ich habe verschiedene Techniken. Mal schneiden, dann rausschälen, dann in der Mitte aufschneiden und in 2 Teile trennen. Also zuzeln. Mache relativ viel. Je nach Gusto meines Gegenüber. Wenn er eine gewisse Vorstellung hat, wie ich es essen soll, dann kann ich mich anpassen. Liebe Fans, ihr müsst ein paar Fragen stellen, nicht nur Hallo schreiben. Weil ich kann nicht auf alles dein Lieblingsspieler, aber das ist eine blöde Frage. Das darf ich nicht beantworten. Generell, mein Lieblingsspieler habe ich früher in meiner Jugendzeit war jetzt außerhalb von Bayern München mein Lieblingsspieler Alessandro Nesta. Wann und wo gehen wir Longboarden? Ja, Monaco, Michi. Du musst mir die besten Strecken mal hier vorschlagen, dann siehst du mich vielleicht mal mit dem Longboard. Julian Pflaum, erste Eindrücke von der Stadt. Ja, ich kenne die Stadt ja schon Ewigkeiten. Ich habe auch hier schon einige Jahre gewohnt und auch sportliche Zeit verbracht. Die Eindrücke haben sich jetzt nicht großartig verändert. Es ist nach wie vor eine wunderschöne Stadt mit allen Möglichkeiten in alle Richtungen. Natürlich auch mit einem wunderbaren Verein, wo ich jetzt arbeiten kann. Und demnach bin ich mit den ersten Eindrücken sowohl im Club als auch außerhalb des Clubs sehr zufrieden. 4er- oder 3er- oder 5er-Kette habe ich heute bei der Pressekonferenz Samuel Gassi schon beantwortet, dass wir beides versuchen im Repertoire zu haben, dass wir natürlich eine Grundordnung finden wollen, die für die Spieler am besten passt, wo sich die Spieler am wohlsten fühlen. Das wird aber auch mal eine Dreierkette sein, aber das werden wir gut hinbekommen, dass jeder Spieler dann am Ende des Tages auch zufrieden ist und seine beste Leistung bringen kann. Wie lief der erste Tag? Jetzt habe ich leider den Namen nicht mehr lesen können. Danke der Nachfrage, sehr gut. Wir hatten
viel zu tun, Pressekonferenz, erste Ansprache vor der Mannschaft, erstes Training. Das ist dann immer geballt an einem Tag, sehr viele Dinge. Aber lief ganz gut. Ich glaube, dass die Botschaften, die ich rüberbringen wollte, gerade jetzt in der Kabine angekommen sind, auch wenn natürlich noch viele Spieler fehlen. Aber die werden dann auch nach und nach dazustoßen und dann werde ich die Botschaften wiederholen und dann wird es hoffentlich in die richtige Richtung weitergehen. Schöne Grüße auch nach Polen. Hallo. Ja, yes, I speak English. No problem, you can ask me something in English if you want. Mir san mir. Hi, Elisabeth Barth. Elias Beißbart. Kimmich zentral oder rechts? Gute Frage. Grundsätzlich plane ich ihn schon zentral ein. Ich bin ein großer Freund davon, trotzdem Spieler zu haben, die auf verschiedenen Positionen spielen können. Das ist immer wichtig, einfach um auch im Spiel mal gewisse Anpassungen vornehmen zu können. Aber überwiegend plane ich ihn schon in der Zentralen ein. Was sage ich zu Gladbach als ersten Gegner? Ja, keine leichte Aufgabe. Auswärts haben wir auch einen neuen Trainer mit Adi Hütter, der in Frankfurt herausragende Arbeit geleistet hat, die sicherlich auch fortsetzen wird jetzt in Gladbach. Haben sehr gute Spieler, sehr gute Einzelspieler und auch immer eine gute Mentalität in den letzten Jahren auf den Platz gebracht. Es wird gleich ein guter Gradmesser. Sie haben auch sehr viele Nationalspieler, sprich sie haben eher sehr ähnliche Voraussetzungen in der Vorbereitung. Da freuen wir uns drauf, auch wenn wir das erste Spiel natürlich lieber zu Hause gehabt hätten. Meinung zu Musiala, auch eine gute Frage. Ja, ein herausragendes Talent, der extrem unbekümmert spielt, der große Qualitäten hat im Dribbling, der einen sehr, sehr guten ersten Kontakt hat, auch am Gegner vorbei, somit viel Torgefahr ausstrahlt. Der wird dem FC Bayern noch sehr, sehr viel Freude bereiten. Speak Bosnia? Nein, sorry, Arlen, da muss ich dich enttäuschen. Bosnisch spreche ich leider nicht. Koreanisch leider auch nicht. Meinung zu Tanguy kann ich auch noch loswerden. Ja, ich kenne ihn schon sehr, sehr lang. Ich hatte ihn schon lange auf meiner Liste als Trainer, dass ich gerne mit ihm zusammenarbeiten würde. Es ist soweit. Hat natürlich kein gutes erstes Jahr gehabt, auch körperlich ein paar Probleme gehabt. Da versuchen wir ihn rauszuholen. Das adaptiert an die Belastungen, die er hier in der Bundesliga hat und die er bei Bayern München hat. Aber er ist ein herausragendes Talent und ein sehr guter Charakter. Der wird auch dieses Jahr die nötigen Schritte gehen, um hoffentlich dann eine bessere Saison zu spielen als letztes Jahr, gerade in Verbindung mit hoffentlich im Gesundbleiben über den ganzen Jahresverlauf. In der Kabine wird Deutsch gesprochen, natürlich haben wir auch einen Übersetzer, der für die diversen Sprachen übersetzen kann. Mein Co-Trainer spricht fließend Französisch, sprich wir haben auch sehr viele Franzosen oder französisch sprechende Spieler und von dem her glaube ich, dass jeder Spieler auch meine Worte dann in seiner Landessprache versteht, wenngleich ich schon ein großer Freund davon bin, dass wir es hinbekommen, dass alle Spieler so schnell wie möglich auch Deutsch sprechen, zumindest ein gutes Fußballdeutsch. Dann nehme ich nochmal eine Frage von hier. Jetzt kommen sehr viele arabische Schriftzeichen, die kann ich leider auch nicht lesen. Deswegen nehme ich nochmal einen von hier. Welche nehme ich denn? Wann steigen die Nationalspieler ins Training ein? Das ist doch eine ganz interessante Frage. Unterschiedlich, angepasst an die Belastung der letzten Saison. Wir haben einige Spieler, jetzt Choupo, der steigt schon am 12. wieder ein, weil er nicht bei der EM natürlich war, sondern mit Kamerun seine Einsätze hatte, schon ein bisschen frühzeitiger. Dann haben wir Levi und die ganzen französischen Spieler, die steigen am 26. wieder ein. Dazu auch 4 deutsche Nationalspieler, die am 26. wieder einsteigen. Dann haben wir noch ein paar wie Josh, wie Mano, wie Thomas, die ein bisschen später einsteigen. Am 31.07., weil sie einfach letztes Jahr sehr, sehr viel gespielt haben. Aber Jamal, Leroy, Leon, Niki, Serge, die kommen alle auch am 26. wieder. Der Großteil der Mannschaft wird am 26.07. wieder hier erscheinen, die medizinischen Untersuchungen machen und dann am 28.07. normalerweise wieder ins Training einsteigen. Welcher Titel ist der wichtigste für dich? Ich glaube, der am aussagekräftigsten ist die Meisterschaft, weil du einfach sehr konstant über 34 Spieltage deine Leistung bringen musst. Und da der 10. Titel in Folge ist natürlich schon auch eine schöne, sehr, sehr schöne Zahl. Aber klar, die Champions League ist auch ein großer Traum, die wieder zu gewinnen vom Club, natürlich auch von mir. Und demnach
will ich da jetzt keine große Gewichtung nehmen. Wir hoffen, jeden Titel gewinnen zu können. Wir machen mal noch 2 Fragen. Stellt man noch 2 sehr gute Fragen, dann muss ich nicht die vom Zettel nehmen. Ahmed 013 457, Meinung zu Hernandez, ja, ein herausragender Verteidiger, unglaubliches Herz. Ich mag Spieler, die ja, ihrem Positionsnamen gerecht werden, und er ist Innenverteidiger oder Außenverteidiger und er wird dem Namen Verteidiger gerecht. Er liebt es auch, das Tor zu verteidigen und gibt da immer Vollgas. Und ich bin sehr froh, wenn er ja, nach jetzt seiner OP und dann der Ausfallzeit hoffentlich gesund und topfit zurückkommt. Ja, der wird uns sehr viel Freude bereiten und auch einen ganz großen Einfluss auf unseren Erfolg haben. Warum spielt man vor dem ersten Spieltag nochmal ein Testspiel gegen Gladbach? Auch eine schlaue Frage. Klingt, als wenn du ein Trainer wärst. Ja, es gibt in unserem Club natürlich gewisse vertragliche Verpflichtungen, welche Testspiele du hast bezüglich gewisser Sponsoren. Noch dazu machst du ja Testspiele schon frühzeitig aus. Also du kannst jetzt nicht eine Woche vorher den Testspielgegner suchen oder 2 Wochen vorher, wenn der Terminplan dann irgendwann veröffentlicht wird. Dann ist es manchmal Murphy's Law, wie jetzt, dass wir dann leider in der Vorbereitung schon gegen Gladbach spielen und dann am ersten Spieltag. Das passiert nicht häufig, aber es passiert manchmal. Aber die Testspiele werden deutlich frühzeitiger ausgemacht und ja, fixiert im Terminkalender, wie denn dann der Bundesligaspieltag. Und demnach ist es jetzt nicht die glücklichste Situation, aber verkraftbare, weil ich vorhin ja schon mal erwähnt habe, dass sehr, sehr viele Spieler auch bei Gladbach bei den Nationalteams unterwegs waren und deswegen werden da jetzt nicht beide mit voller Kapelle spielen können. Vielen Dank für eure unzähligen Begrüßungen, Glückwünsche und guten Wünsche für die Saison. Und ich wünsche euch viele schöne Momente mit uns. Ich hoffe, dass wir sehr viele von euch bald wieder im Stadion begrüßen dürfen, dass wir uns wieder nicht durchs Handy, sondern dann live zuüben können. Wir geben unser Bestes und versuchen, maximalen Erfolg weiterhin nach München zu holen. Danke. Ciao, ciao.